alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Den Spruch kennen wir alle, aber wie wär's denn mit alle 11 Minuten verliebt sich ein Single übers Gaming? Oder passender zu diesem Thema, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über GTA 5. In diesem Video werdet ihr erfahren, wieso Internetbeziehungen meistens übers Gaming nicht funktionieren, ob sie überhaupt real sind und welche Wahrheit dahinter steckt. Was geht, Centix hier? Wie ihr gemerkt habt, habe ich meinen Namen geändert. Hieß früher Executions, jetzt heiße ich nicht mehr Executions. Es gab einfach Probleme mit dem Namen und habe mir dann überlegt, auch weil es mir einfach nicht mehr gefallen hat, den Namen dann zu ändern. Und jetzt will ich auch auf dem Namen bleiben, weil Execution ist schon ziemlich alt und es hat einfach nicht gepasst für mich. War vielleicht okay früher, aber ich bin ja aus dieser Sache ausgestiegen, deswegen bleibe ich auf den Namen. Soll aber nicht in diesem Video um meinen Namen gehen. Und es kann sein, dass ich mich ein paar Mal verspreche, dann tut es mir auf jeden Fall leid. Aber ja gut, es hat was damit zu tun, dass ich versuche, so gut wie möglich frei aufzunehmen, damit ihr eine bessere Atmosphäre habt und ich auch. Wenn ihr aber möchtet, dass ich in Zukunft die Videos besser schneide, also so, dass ihr da wenig Fehler hört, aber dann halt mehr geschnitten, ne, ihr wisst, was ich meine, dann teilt mir das gerne in den Kommentaren mit. Und falls euch auch diese Art von Videos gefallen, wie im Titel das sehen könnt, dann schreibt mir das auch in die Kommentare und ich mache auch mehr Videos, auch um andere Themen, die auch interessant sein können. Jetzt kommen wir mal zu dem Video, nach so viel Labereien. Es geht in diesem Video um GTA Online Beziehungen, wie ihr schon sehen konntet, aber es geht eher um die Wahrheit dahinter, weil viele haben nicht verstanden, um was es in dieser Szene geht, sagen wir es mal so. Die Leute denken ja immer, es wäre so einfach und logisch erklärbar, aber es steckt viel mehr dahinter. Das werde ich dann hier den Leuten erklären, weil ich habe ja einiges durchgemacht in dieser Community, also einige Erfahrungen gesammelt, auch in diesem Bereich, auch viel gehört und das werde ich euch dann hier mitteilen und euch darüber erzählen, was ich alles so erlebt habe. Das Video könnte jetzt etwas länger dauern, also holt euch etwas zum Essen, zum Trinken und genießt es. Jetzt muss ich nämlich viel ernster reden, weil es auch ernst ist, was viele nicht checken, denn eigentlich geht es ja bei diesen ganzen Beziehungen nicht nur um Beziehungen, sondern vielmehr um was anderes. Wenn wir jetzt mal so schauen, ist GTA 5 wie jedes andere Spiel einfach, ja, es ist da, um halt einfach, ja, Spaß zu haben, um seiner Leidenschaft nachzugehen. Und ja, manche haben da auch viele, ja, kann auch bei einigen Leuten kann es auch eine Sucht sein. Viele wollen ja sich auch verstecken vor der Realität, aber das ist ja nichts Neues. Sollten ja schon einige wissen und ich denke, einer von euch ist ja auch dabei, aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Mir geht es aber eher um was anderes. Bei dem Thema Beziehungen heißt es nicht gleich, dass jemand einen liebt. Wir sehen ja hier, die meisten spielen miteinander, lernen sich in GTA 5 kennen. Wir haben hier die verschiedenen Leute. Wir haben einmal die normalen, sagen wir mal, Casual-Spieler, die allgemein das Spiel spielen, um nur Spaß zu haben, die vielleicht irgendwelche Rennen fahren, Missionen machen. Kann ja alles so in der Art und Weise sein. Dann gibt es auch noch Leute, die tryharden, ne, oder die privat irgendwie PvP-mäßig unterwegs sind, eins gegen eins machen, verschiedene Richtungen, Base, Beach und sowas in der Art und Weise. Und ist ja auch in Ordnung. Es kann aber auch sein, durch den Kontakt mit den Menschen hier, ne, dass man die gleichen Interessen entwickelt. Es führt aber auch dahin, dass es dann später zu einer Beziehung kommt. Jetzt können noch manche Leute direkt erstaunt sein, sagen, eine Beziehung über Internet oder über ein Game ist schon nicht normal. Kann ich vollkommen verstehen. Es ist aber nicht eine Beziehung hier. Jetzt müssen wir es ganz genau beachten. Schaut, die Leute
lernen sich kennen. Ihr müsst ja mal bis zu diesem Punkt verstehen. Stellt euch mal vor, ihr lernt eine Person über das Gaming, also über das Spiel, nicht Gaming, über das Spiel einen kennen. Und in dem Fall ist es GTA 5. Ne? Sagen wir mal in, in einer Lobby, Free Mode, eine Person und dann addet ihr euch oder über eine Party. Ne? Dann, ja, ihr versteht euch gut und habt Kontakt miteinander. Mädchen und ein Junge, in dem Fall jetzt. Es kommt aber dazu, bei zu oftem Kontakt, dass dann sich Interessen bilden, ne? Dass dann so eine Art GTA-Beziehung entsteht. Aber soll ich euch was ganz Ehrliches sagen? Die meisten Beziehungen hier sind ja fake. Und jetzt könntet ihr so denken oder meinen, ja gut, die werden ja auch nicht funktionieren. Das ist ja auch irgendwie in-game, oder nicht? Ja, aber die existieren eigentlich gar nicht. Und lasst mich euch das mal erklären, warum ich das so meine. Klar, diese Beziehungen und so, ne, die existieren ja angeblich für die, aber die existieren nicht wirklich. Und zwar, es liegt daran, dass diese Leute gar nicht nach einer Beziehung suchen, aber es sich so anhört, als würden sie nach einer Beziehung suchen, aber es ist keine. Ne? Und die Personen suchen auch gar nicht nach einer Freundin oder einem Freund. Ich will nicht für jeden sprechen, aber es ist tatsächlich bei den meisten so, auch von Erfahrung, was ich alles gehört habe, was ich mitbekommen habe und selber sogar betroffen war. Es kommt wirklich zu viel mehr. Die Beziehungen sind nicht echt, weil es eher um Aufmerksamkeit geht. Sagen wir, das Mädchen hatte eine schwierige Kindheit gehabt. Ne? Es kann sein, dass sie ohne einen Vater aufgewachsen ist. Dann braucht sie ja eine Art Liebe, was sie von ihrem Vater nicht bekommen hat, weil ja, ihr Vater nicht da war. Dann kann es sein, dass sie tatsächlich durch diese Einsamkeit oder auch noch dann nach dieser Art Liebe sucht, die sie nicht bekommen hat und diese dann halt bei einem Jungen halt in einem gewissen Spiel findet, ne? Hier zum Beispiel dann in GTA, dass sie dann denkt, ja, okay, der ist für mich da, er ist nett und hat sie dann so einen Drang nach ihm, ne? Das kann natürlich auch sein. Das hat dann aber auch nichts mehr mit Beziehungen zu tun und das kann auch dann zu einem toxischen Verhalten führen. Bei dem Fall, ja, ist es noch eher harmlos, aber es gibt auch schlimmere Fälle. Ich werde euch das gleich mal zeigen, denn die meisten haben ja hier Probleme. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr zockt mit diesen Leuten, weil ihr die gleichen Interessen habt. Leidenschaft, ihr wisst. Aber einige haben auch private Probleme in Real Life. Ne? Es kann in verschiedene Richtungen gehen. Wenn sie in dem Fall psychische Probleme haben, das was es jetzt hier geht in diesem Video, dann kann es echt zu Problemen führen, weil es dann rauskommt, dass es keine richtige Beziehung ist oder die Person nicht nach einer richtigen Beziehung sucht. Vielleicht ihr auch nicht, das wissen wir ja nicht. Das könnt ihr selber meistens auch gar nicht wissen, ne? Vielleicht seid ihr mitbeteiligt. Aber ich möchte ja nicht dafür für euch sprechen, sondern allgemein. Und ihr lernt die Person natürlich kennen und ja, denkt, ja, okay, da können wir wirklich eine Beziehung eingehen. Aber in Wirklichkeit kommt es dann raus, dass die Person einfach nach, nach Liebe sucht, was sie halt einfach von ihrem Vater nicht bekommen hat. Und dann seid ihr halt diejenige. Meistens geht es dann halt auch schief. Es kommt dann zum Kontaktabbruch, wenn sie halt die Liebe nicht mehr braucht. Oder ihr müsst es mal euch so vorstellen. Vaterliebe ist es ja was anderes, als wenn du in einer Beziehung jemanden liebst. Ne? Deswegen funktioniert das einfach nicht, um auf den Punkt zu kommen. Vor allem beim Thema Aufmerksamkeit ist es am schlimmsten, weil hier suchen viele nach Aufmerksamkeit und wenn sie das erstmal bekommen, dann verschwinden sie auch recht und das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal erlebt. Deswegen passt immer auf, was für Leute ihr kennenlernt und ob ihr wirklich versucht, eine Beziehung über Spiele einzugehen, weil ja, die können halt wirklich schlecht enden. Ne? Können auch funktionieren, aber ihr müsst wissen, wie man damit umgeht. Aber deswegen bin ich ja hier da und erkläre es euch. Das häufigste Problem ist einfach, dass die meisten hier nach einer kurzzeitigen Liebe suchen, weil sie einfach psychische Probleme in echt haben und eine
sagen wir mal, eine Unterbrückung brauchen. Das ist halt auch keine richtige Liebe. Ihr wisst es, Liebe ist viel mehr als das und das hat gar nichts mit Liebe zu tun und nicht mal ansatzweise mit einer Beziehung. Will ich aber erstmal nicht schlecht reden. Also die Menschen müssen ja nicht, müssen nichts Schlimmes gemacht haben. Es ist eine Krankheit, die kann ich nicht ändern, aber ihr solltet darauf aufpassen, dass ihr dann nicht deswegen zerstört seid, weil einige erleiden dann Schäden davon. Das kann halt auch wirklich böse für euch enden. Ich erzähle mal euch die Erfahrung, die ich erlebt habe. Es gab ja mal so ein Mädchen und ja, oder eine, es gab viele Mädels, ja, die mir so Sachen geschrieben haben und so, wo es rauskam, dass sie nach viel Aufmerksamkeit gesucht haben und das nur für eine kurze Zeit, damit sie ihr Gefühl befriedigen können. Und wenn sie ihre Aufmerksamkeit haben oder diese kurzzeitige Liebe dann auch gleich wieder weitergehen. Das ist oft passiert, aber das kann ich hier auch offen zu euch sagen. Ich bin nicht alleine und ich will auch nicht, dass ihr alleine seid. Deswegen könnt ihr auch offen in den Kommentaren oder auch mit mir darüber sprechen. Diese Art von Mädels, die ich zum Beispiel mal kennengelernt habe, war, dass sie zum Beispiel, das hört sich jetzt krank an, aber dass sie mal meinte, ich soll mit ihr zusammen sein und wenn ich das nicht tun würde, würde sie sich was antun. Ja, also so ritzen, versuchen vielleicht sogar sich umzubringen, aber viel schlimmer äh, geschrieben. Und das waren so Menschen, mit denen hat man ab und zu mal gespielt. Es gab jetzt keinen großen Kontakt, so gesagt. Ja, wir haben tatsächlich die Nummern getauscht, mal gespielt, aber so intensiv haben wir uns auch nicht miteinander befasst. Trotzdem war es aber so, dass die Person Aufmerksamkeit gebraucht hat und nach einer kurzen Zeit, wo wir schon miteinander gespielt haben, die Person direkt in Anführungsstrichen Gefühle entwickelt hat. Einmal, wo ich 12 gewesen war, hatte ich ein Mädchen kennengelernt. Das war halt auf der PS3 gewesen, haben mal zusammen dann geschrieben, per WhatsApp natürlich. Und ich dachte früher, dass sie was von mir möchte. Ist halt, kann halt mal passieren, dass man so denkt, ne? Das wollte sie auch damit bezwecken. Wir hatten auch telefoniert. Sie wollte schon in diese Richtung gehen. Hat sie auch mit paar Anzeichen auch gemacht. Ne? Mit paar, ihr kennt ja, ne, wie man halt mal die Leute nennt, so Babe und Schatz. Aber es stimmt halt nicht, ne, wirklich. Und das war halt auch eine Täuschung gewesen, was ich früher nicht wusste und wahrscheinlich auch nicht mal drauf gekommen wäre mit dem Alter. Das habe ich aber dann auch später gemerkt, dass nachdem ich die Person nochmal nach einigen Jahren auf der PS4 kennengelernt habe, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe die Person dann etwas verarscht, weil die Person hat mir dann zugegeben, dass sie mich verarscht hat und ich habe dann die Person verarscht. War nicht gut, okay von mir, war es nicht. Definitiv nicht, ist nicht in Ordnung. Ich habe es gemacht und da kamen aber auch gleich wieder diese ganzen Fotos wieder mit Ritzen und sonst nicht wieder diese ganzen Texte und sonst was mein Leben zerstört. Und das ist das Problem und das ist immer wieder dasselbe. Es ist immer wieder dasselbe. Du hast die einen hier wieder in deinen Kontakten, kommen wieder irgendwelche Ritzbilder, irgendwelche Videos, irgendwelche komischen Nachrichten. Und dann, was passiert dann mit diesen Leuten? Die vergessen dich, paar Wochen später sind sie weg. Nichts mehr hörst du von denen. Und was passiert dann? Du bekommst eine Nachricht von jemandem. Sagst du, ach, Kerem, warst du nicht mit der Person noch da, ne? Hast mit der gesprochen? Ich so, ja, ja, kenne ich, okay. Ja, wusstest du eigentlich, dass die Person mit der und der zusammen ist? Was? Nee, habe ich gar nicht gewusst. Doch, doch. Und vor dir auch schon. Mit denen. Die kennst du doch sogar sicherlich. Was? Kann das sein? Ja, tatsächlich. Das ist mir wirklich passiert. Hört sich echt krass an, aber es ist mir tatsächlich sogar passiert. Ich hatte ja einmal eine Beziehung gehabt. Da war ich 15 und das war auch über online, aber ich wollte es schon natürlich, dass es auch schon Richtung Real Life geht, ne? Also es sollte ja nicht nur über Internet bleiben. Aber es hat nicht funktioniert, ne? Und ja, das war einer der Gründe, also psychische Gründe. Und wahrscheinlich waren wir auch beide nicht bereit und sie hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass sie auf gar keinen Fall bereit ist. Damit möchte ich euch halt sagen, dass ihr den Leuten hier einfach nicht vertrauen könnt oder einfach eine Beziehung einfach so eingehen könnt. Ne? Die Leute machen hier Schluss und
paar Tage oder paar Wochen später sind sie mit einer anderen Person zusammen. Es gibt hier keine Beziehung, die existieren hier nicht. Das sind einfach irgendwelche Aufmerksamkeitsspiele. Mit euch wird gespielt und diese Leute haben einfach private Probleme und deswegen nutzen sie das halt im Online-Spiel aus. Es war alles dabei, Leute. Ihr müsst es mal so überlegen. Ne? Von 10 bis 30 war alles dabei. Krank hört sich das an, aber es ist die Wahrheit. Es sind Fakten, die wirklich passiert sind. Und ich verstehe manchmal echt nicht, wie diese Leute auf der Konsole sein können. Ne? Ich sag's euch ehrlich. Es gibt wirklich Kinder oder Eltern, die ihre Kinder einfach hier reinlassen und einfach sagen, mach das. Es interessiert mich nicht. Lassen ihr Kind da und das Kind macht irgendwelche komischen Sachen. Wollen wir jetzt nicht erwähnen, ne, wo es hinführen kann. Die zeigen ja ihre ganzen Gefühle, weil das sind einfach Kinder. Das ist so. Dann kommt es halt auch mal zum Teil zu diesen Punkten, die ich vorher erwähnt habe, aber es können auch schlimmere Sachen kommen. Ich habe hier auch einige komische Pädophile kennengelernt, die ich dann natürlich auch exposed habe, mit denen ich auch ein Wort gesprochen habe. Aber es ändert sich daran nichts und ich kann da nicht viel machen. Da müssen die Eltern etwas unternehmen. Ne? Auch wenn das Kind psychische Probleme hat, kann ich nicht viel machen. Das ist nicht meine Aufgabe. Natürlich wünsche ich jedem das Beste, das ist ganz klar. Und euch da draußen wünsche ich auch das Beste. Hoffentlich seid ihr gesund. Was soll man machen, Leute? Das ist ein Grund, warum ich mich auch zum Teil von dieser Community distanziere. By the way, ich spiele ja nicht mehr so oft GTA, sehr selten, bin zurzeit in Rainbow Six Siege wieder, will erstmal da was ausprobieren, aber ich lade natürlich gerne für euch GTA-Videos weiterhin hoch, wenn ihr möchtet, wenn euch so eine Art von Videos gefällt. Ihr wisst, dass oder einige von euch wissen ja, dass ich TikTok mache, habe da über 200.000 Abonnenten, heißt jetzt Kerem. Dort gibt es auch einige dieser Beziehungen. Darüber kann ich ein Video machen. Das kann schon wirklich ziemlich lustig sein. Gibt es auch Leute, die GTA zocken, auch in die Richtung. Habe ich auch einige Leute da kennengelernt und will ich mit diesen Leuten auf gar keinen Fall wieder was zu tun haben. Was für Leute es gibt, ist unfassbar. So welche Leute möchte ich auf keinen Fall treffen. Echt, ich erspare es euch. Diese Leute sind nicht mal 18 und sind so drauf, wie sie sind. Also, das wünsche ich echt keinem. Und auf dieser Plattform lade ich sowieso Videos einfach nur so zum Spaß hoch. Ist halt Unterhaltung. Diese Leute schauen sich die Videos an. Da bin ich auch gar nicht ernst. Da geht es mir meistens eher so um Satire, um Spaß. Die Leute nehmen das halt ernst. Aber hier auf der Plattform, auf YouTube, rede ich halt Fakten und mir geht es um die Wahrheit. So versteht ihr mich, ich verstehe euch. Auf TikTok ist es etwas anders. Da würden so welche Videos nicht viral gehen oder würden sich Leute eher selten anschauen. Um kurz nochmal auf den Punkt rüberzukommen, müsst ihr das einfach vorstellen, dass jemand halt einfach jetzt, ja, psychische Probleme hat, auf der Konsole seine Zeit vertreibt, auf euch zukommt und so eine Art kurzzeitige Gefühle entwickelt, weil sie von jemandem verstanden wird, in dem Fall dich. Du verstehst diese Person, die Person fühlt sich bei dir wohl, aber es ist keine Liebe jetzt. Denkt dir so, ja, okay, wir können doch eine Beziehung eingehen, ne? Ich habe irgendwie Gefühle für dich. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht wirklich Gefühle für sie hast, für die Person, aber die Person vielleicht nicht Gefühle für dich. Was mir auch übelst leid für dich tut, falls du es wirklich ernst meinst, aber es gibt halt Leute mit psychischen Störungen. Aber ich sag's euch, wie es ist. Versucht es zu lassen, über Gaming eine Freundin zu finden. Und wenn ihr das geschafft habt, dann wirklich Respekt dafür. Aber es ist selten, dass sowas wirklich funktioniert. Und dafür müsst ihr wirklich viel Geduld haben und richtig durchziehen. Und falls ihr eine Beziehung habt, wo, womit ihr euch jetzt zurzeit sogar trifft, durch Gaming, dann habt ihr alles richtig gemacht, weil ihr habt es ja geschafft. Dann wissen wir auch, dass es ernst gemeint war, falls es natürlich nicht zu irgendwelchen Problemen dieser Art kam, ne? Und falls ja, aber ihr beide das mitgeteilt habt, dass ihr Probleme habt in dieser Weise von psychischen Problemen, vielleicht Depressionen, dann ist es ja vollkommen in Ordnung und ihr seid ja dann nicht alleine.
Was auch noch komplett eklig ist, sind Beziehungen mit Minderjährigen, wenn die Person älter ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Jemand ist 30, ist mit einer 16-Jährigen zusammen. Oder einer ist 13, oder eine ist 13 und die Person ist vielleicht 17, 18, 19. Das geht auf gar keinen Fall meiner Meinung nach klar. Jetzt könnt ihr sagen, das ist unsere Sache, was ich mache. Tatsächlich ja. Wenn es 13 ist, dann nicht mehr, aber es ist nicht in Ordnung. Ich verstehe es auch nicht, wie man auf sowas überhaupt kommen kann. Ne? Und so kommen die Leute auch hier in dieser Szene auf so Gedanken. Und ich feiere das einfach gar nicht. Weil ihr müsst euch mal so vorstellen. Die Person ist ein Kind und die andere Person ist erwachsen. Wenn zwei Leute erwachsen sind, dann ist es was anderes, als wenn eine Person ein Kind ist und das andere erwachsen. Das ist ein Unterschied und das sollte für die erwachsene Person ziemlich peinlich sein. Aber lassen wir das mal hier so beruhen. Ich kann euch jetzt mal einen Tipp geben. So, ihr könnt es ja mal so ausprobieren. Wenn ihr mal in einer Beziehung seid, dann könnt ihr die Person mal fragen, ob ihr euch mal treffen würdet. Und dann werdet ihr auch schon ganz schnell in die Richtung gehen, wo die Wahrheit ist. Falls die Person sich das überlegt und sagt, ja, das können wir machen, dann seid ihr schon mal auf der sicheren Seite. Aber wenn die Person auf einmal, ne, den Kontakt zu euch wegschiebt, dann wisst ihr auch schon Bescheid. Ne? Dann wisst ihr, dass das schon nicht normal ist. Weil die meisten, die eine Internetbeziehung führen oder jetzt hier eine GTA Online-Beziehung führen, die ja auch keine sind, die wollen dann sich nicht in echt treffen oder tun so, als würden sie sich vielleicht irgendwann mal treffen wollen, verschieben dann nur die Zeit, aber machen es nie. Weil die Leute wollen sich nicht mit dir treffen, sondern sie wollen eigentlich nur eine Person hier in so einer Online-Welt haben. Vergiss nicht, die Leute können in Online ganz anders sein als in Real Life. Das müsst ihr auch bedenken. Nicht jeder ist gleich hier so vor der Konsole wie in echt. Bei denen geht es ja auch nicht um euch zu treffen. Sie wollen das Spaß haben, was sie mit dir gerade auf der Konsole haben. Das ist alles. Und wenn sie das haben, wenn es in einer Beziehung ist, dann gehen sie auch. Weil das brauchen sie nicht. Es geht nämlich nicht um Beziehung, was ich jetzt schon tausendmal wiederholt habe. Ich glaube, es sollte jetzt angekommen sein und ihr versteht langsam, wie ernst dieses Thema eigentlich ist. Weil wenn es schon darum geht, dass sich Leute umbringen, ritzen möchten, diese ganzen Richtungen, ne, bei einer GTA Online-Beziehung oder dass es auch da zum Teil um Minderjährige geht, dann ist das schon krank. Was ihr machen könnt, ist folgendes. Erstmal würde ich als erstes immer davon abraten, eine GTA Online-Beziehung einzugehen oder überhaupt eine Beziehung über Gaming einzugehen. Falls ihr wirklich etwas länger Kontakt habt und sagt, ja, okay, ich habe mit der auch über Instagram, WhatsApp geschrieben, ich weiß schon, wie sie aussieht. Ja, ihr wisst wirklich, wie sie aussieht. Mit echten Bildern hatte ich auch schon erlebt, dass da Fake-Bilder waren. Dann könnt ihr, wenn ihr einen Schritt weiter gegangen seid und in eine Beziehung eingegangen seid, dann könnt ihr es dabei belassen und euch spätestens dann, wenn ihr euch so sicher seid, euch mal in Real Life treffen und gucken, wie es so läuft. Aber auch nur im Regelfall. Ich rate euch wirklich davon ab, eine GTA Online-Beziehung einzugehen, weil die Person weiß dann meistens selbst nicht, was sie will. Und eine Beziehung ist dann eher unwahrscheinlich und könnte auch dich zerstören. Vor allem Leute mit Borderline. Dafür kann man dann ja auch selbst nichts. Muss man es auch so bedenken. Aber für euch kann das dann nicht gut tun. Deswegen solltet ihr Abstand davon halten. Falls es euch gefallen hat und ich mal irgendwann Teil 2 rausbringen soll, weil das ist ja noch nicht alles, was ich hier erklärt habe. Das war jetzt nur so ein kleiner Teil. Es gibt einige Sachen, die ich erlebt habe. Oder ich könnte sogar mal ein Video rausbringen, wo ich euch die Sachen erzähle, die ich mal erlebt habe. Und das nur komplett und euch das mal perfekt erkläre. Kann ich auch mal machen. Also, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Kommentiert gerne, ob ihr sowas auch schon mal erlebt habt oder ihr euch damit auskennt. Vielleicht auch mal eine Beziehung hattet, wie bei mir früher, wo ich 15 war. Habt keine Angst, ihr seid stark. Passt vor diesen ganzen Leuten auf. Wie gesagt, es soll nichts gegen diese Menschen sein. Falls sie eine Krankheit haben,
Wir haben alle irgendwas, wir haben alle unsere Probleme, wir sind Menschen. Trotzdem solltet ihr euch hüten. Am besten keine GTA Online-Beziehung eingehen, Leute. Seien wir ganz ehrlich, es muss nicht sein, oder? Ihr wisst, heutzutage sowieso schwierig. Deswegen, ihr wisst, was zu tun ist, Leute. Like gerne und schreibt in die Kommentare, was ihr gerade denkt. Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal.